Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prolog. Ja, was wir dieses Mal machen, ist höchstwahrscheinlich das letzte Video zur reinen Syntax von Prolog, denn ihr könnt eigentlich schon quasi alles machen. Ja, ihr könnt eigentlich schon alles machen, was man so mit der Sprache machen kann, aber da kann man durchaus noch irgendwelche Sachen ziemlich kompliziert kombinieren und dann irgendwelche Rätsel lösen. Mal schauen, vielleicht mache ich dann noch irgendwelche speziellen Übungsaufgaben für die anderen ARM-Studenten, die hier mit mir zusammen lernen. Und ja, wir schauen einfach mal genau. So, das letzte Video wird über Cuts gehen, wie ihr hier oben sehen können. Ihr seht sogar, wann ich diese ganzen Videos aufgenommen habe. Das ist ja witzig. Okay. Okay, Cuts sind quasi ja, man beschneidet sein Programm dort, wo es terminieren soll. Also ich würde euch sagen, ich erkläre es euch an einem Beispiel, dann das ist eindeutig einfacher. Ähm, ja, ihr kennt alle die Maximumsfunktion, die einfach, also das hier ist das, was wir reinstecken, wirklich als Variable reinstecken, da soll dann unsere Lösung drin stehen, nämlich das Maximum aus x und y. Das steht dann einfach in z. Ich denke, mittlerweile habt ihr das Schema verstanden, dass man einfach eine Variable so als Dummy übergibt und da schreibt man dann rein, was man gerne hätte. Okay, so. Wir schreiben in z das Maximum rein, nämlich wenn x kleiner gleich y ist, dann schreiben wir, äh, andersrum, da bin ich vorhin schon drauf reingefallen, andersrum. Man schreibt gleich kleiner, nicht kleiner gleich, so wie man es normalerweise denken würde, passt da auf. X gleich kleiner y und dann gilt z ist y. So, und das war's dann auch schon. Hier unten schreiben wir dann eben noch hin, x, y, z gilt, wenn y gleich kleiner x und dann ist z gleich x. So. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann haben wir natürlich ein ganz normales Maximumsprogramm, also sowas wie max 5, 3 und x. Dann kommt als Maximum ganz einfach 5 raus. So, was wir hier machen, wenn wir das Maximum aus 5, 3 und x errechnen, dann gehen wir hier rein in die oberste Regel, schauen, ist 5 gleich kleiner y, also kleiner gleich sage ich jetzt einfach, ist 5 kleiner gleich y, also 3, also 5 kleiner gleich 3, nö, stimmt nicht, also gehen wir in die nächste Regel und hier steht dann 3 kleiner gleich 5, okay, das ist wahr, das heißt wir weisen z x zu, wobei x natürlich der vordere Wert ist, also 5. So, oben natürlich dann analog dazu. Okay, was passiert denn jetzt, wenn wir hier einfach sagen, wir wissen automatisch, dass wenn dieser Fall hier eintritt, der obere, dass dann der untere nicht mehr eintreten kann. Dann können wir uns doch einiges sparen. Dann können wir uns doch hier zum Beispiel diese Zuweisung sparen, denn dann wissen wir automatisch, hier steht ein x. Kann man machen. Dann kann man auch einfach sagen, okay, hier sollte vielleicht sowieso ein echt größer stehen, weil wir hier schon das gleich haben. Dann brauchen wir das hier hinten auf jeden Fall nicht mehr, weil z kennen wir ja gar nicht mehr. So, so ist immer noch genau dasselbe Programm eigentlich. So, und was wir jetzt hier machen können, wir können sagen, wenn wir hier oben diese Bedingung überprüft haben, also dass x gleich kleiner, also x ist kleiner gleich y ist und das ist tatsächlich wahr, dann beschneiden wir unser Programm mit diesem Ausrufezeichen. Wir sagen dann ganz einfach, x ist kleiner gleich y, das heißt x kann nicht mehr größer als y sein. Das heißt, wir brauchen das hier unten gar nicht mehr. Denn wenn x kleiner gleich y ist, ist nur noch diese obere Gleichung hier wahr. Und ein zweites, ein Wiederausführen, das was wir hier verhindern wollen, das funktioniert so nicht mehr. Wir sagen, wenn wir in dem oberen Fall sind und diese Regel hier überprüft wurde, wenn diese Regel fehlschlägt, dann dürfen wir noch hier unten gucken. Dann kommen wir auf jeden Fall hier auf ein, ja, dieses Bodenstrich bedeutet einfach, da ist egal, was da steht. Dann kommen wir auf jeden Fall auf eine Gleichung, da ist es auf jeden Fall erfüllt. Das heißt, wir weisen hier auf jeden Fall dann z gleich x zu. Aber wenn wir diese Gleichung hier erfüllen können, kommen wir an diesen Cut und der bedeutet, wir löschen alle Pointer. Das heißt, wir suchen nicht mehr weiter. Nach der ersten Gleichung kommt normalerweise die zweite Gleichung. Nicht, wenn wir einen Cut haben, dann ist nach der ersten Gleichung einfach Sense. Ja, und dann weisen wir einfach z gleich y zu und wenn wir dann Wiederausführungen machen, dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Also dann gibt er einfach gleich false aus.
Ich kann euch das gerade mal kurz zeigen. Wenn ich hier diese Cuts aufrufe, so Max, sagen wir wieder, wobei ich hatte das doch, ja hier, perfekt, 3, 5, x, das heißt das y ist tatsächlich größer, so, 5 wäre dann das y gewesen und eine Wiederausführung passiert nicht, ich habe gar keine Möglichkeit hier ein Semikolon einzugeben, denn ich habe hier eben schon alle meine Pointer gelöscht, also quasi was ich danach machen möchte. Normalerweise, wenn ich den Cut jetzt hier rausmache, dann möchte ich ja gleich noch die nächste Regel ausprobieren. Also bei einem Wiederausführen sage ich, achso, ich sollte neu laden, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. So, ich habe die Möglichkeit jetzt, da ich den Cut gelöscht habe, habe ich die Möglichkeit nach der ersten Regel, wenn die erfüllt wurde, kann ich ja vielleicht noch die zweite Regel ausprobieren. Das konnte ich ja bei Vater, Mutter auch machen. Also sage ich, okay, ich probiere die nächste Regel aus und die nächste Regel sagt, ja klar, ist immer wahr. Hier, also weisen wir einfach mal unserem x hier einfach mal den vorderen Wert zu, nämlich 3 und dann habe ich nämlich das Maximum aus 3 und 5 wäre dann nämlich beim zweiten Mal 3. Das wäre blöd. So, und hier sage ich mit dem Cut dann einfach, okay, ein Wiederausführen ist nicht möglich, alle Pointer sind gelöscht. Du kannst mich gerade mal gern haben, ich bin hier fertig. Ja, und das ist alles, was der Cut macht. Jetzt habe ich hier natürlich mehrere Möglichkeiten. Dieses Programm, also das hier verändert tatsächlich das Programm, verbessert natürlich die Laufzeit, aber hier immer vorsichtig sein, wenn wir hier irgendwas löschen, also irgendwelche Pointer löschen, wo wir sie gar nicht löschen wollen, dann wäre das natürlich doof. Wir können hier natürlich auch andere Sachen machen. Wir können hier natürlich auch sagen, okay, wir überprüfen hier weiterhin, dass x größer ist als y. So, dann brauchen wir hier natürlich unser y wieder und weisen hier direkt so den Wert zu z zu. Dann könnten wir uns theoretisch hier hinten sogar den Cut sparen, aber also wenn wir ihn jetzt wegmachen würden, dann müsste man nach jedem Durchlauf, also sagen wir mal, x ist tatsächlich kleiner gleich y, also wir sind in diesem Fall hier hinten, wo der Cut ausgeführt würde, wir weisen z gleich y zu und ja, wir verlangen danach Wiederausführung. So, und wenn wir jetzt den Cut haben, dann können wir gleich sagen, so eine Wiederausführung kann es nicht geben. Was wir ja eigentlich auch wissen, was logisch ist, denn es kann ja nicht gleichzeitig noch der Fall hier unten wahr sein. Ähm, denn die beiden Fälle sind ja komplementär zueinander. So, und wenn wir jetzt den Fall hier einfach wegschneiden, den hier unten, dann sparen wir uns Laufzeit, denn hier unten muss ja dann nicht mehr überprüft werden, ob die jetzt gleichzeitig noch irgendwie, ja, ob denn x noch größer als y sein kann, wenn es schon kleiner gleich ist. Das heißt, wenn wir ihn weglassen würden, würden wir am Programm an für sich nichts ändern, das nennt sich dann grüner Cut. Man ändert am Programm nichts, aber man spart sich Laufzeit, wenn man den Cut reinpackt. So, und in dem Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, wo wir tatsächlich was am Programm ändern, wo es falsch ist, wenn wir den Cut nicht setzen, wo dann wirklich ein falsches Ergebnis auch rauskommt, das nennt sich dann roter Cut. Ja, so viel zur Prolog-Syntax. Ihr könnt quasi schon alles, was ihr können müsst. Ich würde euch jetzt einfach empfehlen, wirklich damit ein bisschen rumzuspielen. Vielleicht könnt ihr ja damit noch ein paar coole Rätsel lösen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.